Die Kriminellen, die werden immer professioneller, die nutzen die neuesten Tools, also auch KI ist ein großes Problem. Also bei uns werden zunehmend E-Mail-Accounts gehackt und damit also das ist wie so ein Einfallstor. Das heißt, der Angreifer nutzt dieses Tor, um halt weitere Attacken zu fahren, wie zum Beispiel Spam. Bei uns wird viel Spam versendet, weil Leute eben in E-Mail-Accounts sitzen und der Betroffene das vielleicht gar nicht merkt. Grundsätzlich würde ich sagen, dass man auf jeden Fall einem erhöhten Risiko ausgesetzt ist, wenn man sich jetzt in öffentlichen Netzwerken rumtreibt, ja. Hi und herzlich willkommen bei unserem Schufa-Talk. Ich bin Gabriela und ich arbeite in der Kommunikation bei der Schufa. Ich habe heute den Simon Wassermann zu Besuch. Du bist von der Telekom Security GmbH und du bist Fraud Risk Analyst. Danke, dass du da bist. Gerne. Und nochmal zum Einstieg, was es hier eben auf sich hat. Wir sind ein Videopodcast und wir greifen eben Themen auf wie Bonität, Betrugsprävention, Identitätsschutz, alles rund um die Schufa. Und laden eben Expertinnen ein, die aus- und außerhalb der Schufa natürlich sind. Und ja, heute bist du eben zu Besuch. Magst du uns ein bisschen was zu dir erzählen? Ja, gerne. Genau, ich arbeite in der im Fraud-Management sozusagen in der Abteilung für Betrugsbekämpfung und Identitätsdiebstahl. Und genau, wir befassen uns mit aktuellen Szenarien, mit Betrugsszenarien, vor allem bei uns jetzt im Haus und versuchen dort gewisse Gegenmaßnahmen, Prävention, Schutzmechanismen zu erstellen, zu analysieren und eben sozusagen die technische oder die Online-Welt ein Stückchen sicherer zu machen, ja. Ich habe mir ein bisschen deinen Lebenslauf angeschaut und du sprichst ja ganz gerne davon, dass dich Informatik schon seit Jahren begleitet. Was genau hat dich denn dazu motiviert, in dem Bereich Fraud Risk tätig zu sein? Ich glaube, mich hat vor allem motiviert, wie vielfältig der Arbeitsalltag ist. Also die Szenarien, die sind meistens sehr ad hoc, also die ploppen sozusagen einfach auf. Und da muss man damit dealen und sich auseinandersetzen. Und da geht es auch unter anderem ein bisschen um Schnelligkeit und um Geschick und ja, wie kommt man am schnellsten zu einer guten Lösung oder zu einer Gegenmaßnahme und vor allem dann auch nochmal die Nachbereitungsphase. Okay, was lernen wir daraus jetzt? Okay, wie können wir es in Zukunft besser machen? Wie können wir was Neues entwickeln, was eben genau dieses Szenario abdeckt und so weiter. Absolut verständlich. Und ich meine, Thema Fraud Prevention ist ja aktueller denn je, vor allem Identitätsschutz, Identitätsdiebstahl. Genau. Ich meine, man kennt den einen oder den anderen oder vielleicht war man selber davon schon mal betroffen. Es gibt ja so ein paar Mythen, die ja rumgehen oder beziehungsweise, ich sage jetzt mal auch Wahrheiten in dem Sinne. Und wir fragen uns zum Beispiel, wenn man ein sicheres Passwort hat, ist man damit ultimativ geschützt? Ja, also ich würde sagen, ein sicheres Passwort ist auf jeden Fall gut zu haben. Es ist ein wichtiger Schritt, aber das schützt einen natürlich nicht komplett irgendwie, wenn man im Internet unterwegs ist. Zum Beispiel, wenn man jetzt, wenn man eine E-Mail bekommen hat und es handelt sich dabei vielleicht sogar um eine Phishing-Mail, was man nicht sofort erkennt und dann denkt man, okay, das ist jetzt hier eine echte E-Mail von einem echten Dienstleister und dann drückt man da auf den Link und loggt sich ein mit dem sicheren Passwort, dann ist es ja trotzdem kompromittiert und abhandengekommen sozusagen und man ist weiterhin nicht geschützt. Also ich finde mal, das ist ein Zusammenspiel von vielen Schutzmaßnahmen, um sich sicher im Internet zu bewegen, also unter anderem Zwei-Faktor-Authentifizierung oder auch so ein wachsames Auge immer. Also ich empfehle das auch immer vielen Leuten, einfach seid wachsam so und glaubt nicht direkt alles, sondern immer mit so einer gewissen Skepsis dran gehen einfach und da so ein bisschen gucken und ich glaube dann kann man sich ganz gut bewegen. Aber ein sicheres Passwort alleine reicht leider nicht aus, ja. Das ist ja auch so ein bisschen die Gefahr, vor allem wenn man Passwörter vergibt, dass man dazu tendiert, ja immer ein und dasselbe zu nehmen. Das ist auch ein Thema, Stichwort Passwortmanager. Ich weiß, das macht vielen Angst, weil die immer denken, okay, jetzt muss ich hier meine ganzen, man hat ja mittlerweile viele Accounts online für ganz viele Webseiten, Shops und sonstiges. Und für jeden Dienst ein eigenes Passwort zu vergeben, ist immer so eine leichte Hürde, wenn man sich denkt, okay, ich kann mir das eh nicht merken. Und im besten Falle nutzt man halt eben einen Passwortmanager und braucht sich nur ein Passwort merken. Das ist auch wichtig dann, weil wenn man das dann verliert, okay, dann ist halt wirklich alles weg. Dann hat man auch echt großes Problem. Aber es wäre halt immer nur noch eins. Das ist besser als, ich sag mal, ganz viele von verschiedenen Passwörtern, ja. Würdest du sagen, persönlich aus Erfahrung beim Reisen, WLAN, was angeboten wird, in Cafés oder an Flughäfen, sind kein Risiko für die eigenen Daten? Doch, also ich finde schon, dass es ein Risiko ist. Meistens ist es halt so, dass die
öffentlichen WLANs oder die öffentlichen Netzwerke unverschlüsselt sind oder generell schlecht gesichert sind. Und das macht es für Angreifer ein bisschen einfacher, dort Daten mitzuschneiden. Da kann man doch auch relativ einfach Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel nur verschlüsselte Webseiten benutzen. Also man guckt dann halt, okay, bewege ich mich hier auf einer sicheren Webseite. Das fängt ja meistens mit HTTPS, ist das S das Wichtige dabei. Damit fängt der URL an. Und wenn man sich darauf bewegt, dann ist man dann meistens schon sicherer unterwegs. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass man auf jeden Fall einem erhöhten Risiko ausgesetzt ist, wenn man sich jetzt in öffentlichen Netzwerken rumtreibt. Ja. Ich habe auch oft das Gefühl, dass es Leuten so geht, dass sie sagen, naja, meine Daten sind ja gar nicht interessant genug für Kriminelle. Ja. Um da zur Überleitung zum nächsten eventuellen Mythos zu kommen, würdest du sagen, dass meine Daten als Otto-Normalverbraucherin interessant genug sind für Kriminelle? Auf jeden Fall, ja. Ich kenne den Mythos, man denkt meistens, okay, ich bin kein Prominenter, ich bin vielleicht auch nicht reich oder sonst was. Bei mir gibt es nicht viel zu holen, sagen ja auch viele. Leider doch, weil den Angreifern kommt es nicht unbedingt darauf an, ob jetzt da viel zu holen ist oder ob das jetzt ein Prominenter ist, ein Einzelfall. Das gibt es auch, sicherlich. Aber ich sag mal, die breite Masse der Angreifer ist einfach wirklich auf Massen aus und die lassen sich halt am besten verkaufen. Also es gibt sicherlich auch Einzelfälle, wo irgendwie bestimmte Prominente vielleicht gefischt worden sind. Die lassen sich ebenfalls gut verkaufen, aber ich sag mal, im Durchschnitt sind es meistens die Massen, die im Darknet oder die irgendwo landen. Und genau deswegen sammeln die einfach alles, was geht. Und das ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Ja. Gibt es Daten, die besonders beliebt sind bei Kriminellen, die du sagen würdest, da wird besonders oft abgegriffen? Ja, haben wir auf jeden Fall auch bei uns. Also am meisten sind es eben tatsächlich wirklich Zugangsdaten, also irgendwie Benutzername, Passwort, E-Mail-Adresse, Passwort. Vor allem, also sehr beliebt sind E-Mail-Konten, weil das meistens so ein Einfallstor ist oder man bekommt über E-Mail-Konten, die man vielleicht gehackt hat, mehr Zugänge oder Zugänge von anderen Diensten mit und kann sich da so einen besseren Überblick beschaffen, weil ich sag mal, normale Benutzer bekommen meistens irgendwelche Bestätigungsmails von irgendwelchen Käufen und so und dann weiß ein Angreifer schon direkt, okay, der ist jetzt viel vielleicht bei irgendwelchen Shoppingdiensten online oder der hat irgendwelche Online-Bezahldienste und bekommt hier regelmäßig Mails und dann kann man natürlich seinen Angriff so ein bisschen ausweiten. Und genau, deswegen auch sehr beliebt weitere persönliche Informationen, wie zum Beispiel Adressen, die halt eben auch verwendet werden, um Phishing, ich sag mal, authentischer zu machen. Und dem Opfer sozusagen auch so ein bisschen vorspiegeln, hey, ich bin jetzt hier was Echtes, was man ja in Wirklichkeit dann nicht ist. Aber wenn man dann halt eben private Informationen liefert, dann bekommt das Opfer vielleicht so ein gewisses Vertrauen. Und das sind halt vor allem die zwei Informationen oder die Kategorien, die bei uns immer am meisten gesehen werden. Du hast ja eben gerade von Phishing gesprochen, als Betrugsmasche eben. Gibt es noch weitere Betrugsfälle bzw. Betrugsmaschen, die euch so in der Praxis relativ häufig vorkommen? Ja, also bei uns werden zunehmend E-Mail-Accounts gehackt und damit das ist wie so ein Einfallstor. Das heißt, der Angreifer nutzt dieses Tor, um halt weitere Attacken zu fahren, wie zum Beispiel Spam. Bei uns wird viel Spam versendet, weil Leute eben in E-Mail-Accounts sitzen und der Betroffene das vielleicht gar nicht merkt. Das schädigt wiederum die Reputation von unseren E-Mail-Servern und so weiter. Also das ist ein großer Punkt. Dann haben wir auch viele Angreifer, die auf Finanzdaten aus sind. Also die schauen sich dann Rechnungsdaten an, die auch die man ja oft auch per E-Mail bekommt. Und da wiederum befinden sich auch Informationen drauf, die sie für weitere Phishing-Angriffe, wie zum Beispiel Voice-Phishing, da kriegt man Anrufe und da geben sich Angreifer als authentische Mitarbeiter aus und so weiter. Und wenn man dann halt schon gewisse Informationen über die Person oder über das Opfer erzählen kann, dann ist das auch wieder so ein Thema Vertrauen und Vertrauen erwecken. Also genau, das sind so unsere Hauptprobleme aktuell. Ja. Wenn du von Voice-Phishing sprichst, ist das, was man auch unter anderem als Deepfake ähnlich kennt oder als KI-Betrug? Ja, also ich habe auch schon gehört, dass in die Richtung, dass da auch was gemacht wird. Also das ist auch ein großes Problem. Die Kriminellen, die werden immer professioneller, die nutzen die neuesten Tools, also auch KI ist ein großes Problem. Die erstellen auch die Phishing-Mails mit KI und Voice-Phishing ist bisher noch nicht so extrem unter KI aufgefallen. Also es könnte ja theoretisch die Möglichkeit geben, dass man sozusagen die Stimme auch dass man das Ganze von KI sprechen lässt. Das ist uns jetzt noch nicht so aufgefallen, aber grundlegend Voice-Phishing ist auf jeden Fall ein Thema. Genau. Verstehe. Und wir sind ja so ein bisschen vorweggegangen mit dem ganzen Thema Identitätsschutz oder digitaler Identitätsschutz. Hast du für dich so eine Definition davon, was man unter digitalem Identitätsschutz überhaupt versteht? Also ich finde,
Ich finde, grundsätzlich kann man sagen, dass unter Identitätsschutz sozusagen alle Maßnahmen fallen, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise darauf einzahlen, dass man seine Konten vor Zugriffen, also vor ungewünschten Zugriffen schützt, seine Daten vor Diebstahl schützt und einfach so ein bisschen den Missbrauch präventiert. Genau. Also alles, was darunter fällt, finde ich, kann man unter die Definition fassen, ja. Und wie geht ihr als Telekom Security oder allgemein Telekom damit um, wenn ihr einen Vorfall habt bezüglich Identitätsdiebstahl, wenn da was eingemeldet wird bei euch? Also bei uns ist es meistens so, wir haben bei der Deutschen Telekom Security GmbH ein Sicherheitsteam, das sucht nach frei zugänglichen Daten im Internet und diese werden dann eben verglichen, ob es sich dabei zum Beispiel um valide Kundendaten von uns handelt. Und wenn dem so ist, dann ist das bei uns auch ein Treffer und dann wird der Kunde einmal schriftlich benachrichtigt. Also wir informieren den Kunden so, okay, hier, wir haben da was gefunden von dir und wir haben dein Konto eingeschränkt. Einfach auch zur Prävention von eben den vorhin erwähnten Sachen, wie zum Beispiel, dass dann der Angreifer nicht mehr Spam versenden kann. So, und wenn der Kunde sich dann zum Beispiel das nächste Mal einloggen möchte in dem Account, dann geht es erstmal nicht. Also der wird dann automatisch durch einen Passwortänderungsprozess geleitet. Also das heißt, er muss sein Passwort ändern, das ist wichtig. Und erst danach hat er sozusagen wieder Zugriff auf die meisten Dienste dort. Wir haben es jetzt auch so gemacht, beziehungsweise es ist schon länger so, dass der Betroffene auch unterstützt werden kann, telefonisch. Wir haben da spezielle Hotlines, hinter denen auch Experten sitzen. Wir schauen auch gerne auf den Computer, also wir gucken auch, okay, ist da jetzt irgendwie Schadsoftware drauf, die immer wieder das Passwort abgreift. Das ist halt auch so ein Problem und versuchen dann gemeinsam mit den Betroffenen, okay, wie kriegen wir das jetzt bereinigt zusammen und wie kriegen wir das alles generell sicher. Das ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall, dass man da irgendwie auch die Betroffenen mitnimmt und dann jetzt nicht einfach liegen lässt sozusagen und einfach sagt, okay, wir machen jetzt nichts weiter hier, da ist ein Treffer und so, genau. Verstehe. Und was sich wahrscheinlich auch die Community fragt, warum du ja unter anderem heute als Fraud Risk Analyst ja hier sitzt, wie kam es überhaupt zu der Zusammenarbeit, beziehungsweise was macht genau die Schufa in Zusammenarbeit mit der Telekom? Genau, wir haben zusammen Produkte entwickelt, mit denen man eben überprüfen kann, so ein bisschen, ob die eigenen Daten irgendwie schon im Umlauf sind, ob die mal aufgetaucht sind im Internet, egal wo, auch im tieferen Netz. Und wir versuchen also es ist zwar so, dass wir am Auftragnehmer- und Auftraggeberverhältnis arbeiten, aber wir versuchen trotzdem, ich sag mal, das Projekt auf einer Zusammenarbeitsebene fortzuführen und die Features da zu entwickeln und versuchen das Arbeitgeber-Nehmer-Verhältnis ein bisschen in den Hintergrund zu rücken, weil wir denken, dass wir auf einer kollegialeren Ebene einfach bessere Ergebnisse erzielen. Ja, magst du vielleicht nochmal kurz erzählen, welche Produkte das genau sind? Genau, wir haben einmal den Ident-Checker. Das ist ein Produkt, bei dem man überprüfen kann, also da muss man manuell tätig werden und seine Daten jedes Mal eingeben und dann kriegt man eine einmalige Antwort, also eine Ja-Nein-Antwort. Bedeutet, wenn ich jetzt meine E-Mail-Adresse überprüfen möchte, ob die irgendwann mal gefunden wurde, dann gebe ich die da ein und schicke das sozusagen ab und ich bekomme das Ergebnis dann, okay, ja, die wurde mal gefunden oder eben nicht, mehr nicht. Also man kann da einfach wirklich mal normal überprüfen, ob man irgendwann aufgetaucht ist im Internet. Dann haben wir sozusagen das Produkt IdentSafe und das Produkt IdentSafe umfasst unter anderem auch ein 24/7-Monitoring. Das heißt, man tippt da ebenfalls seine Daten ein. Wir können bei dem Beispiel bleiben, auch seine E-Mail-Adresse und die wird dann laufend überprüft. Das heißt, wenn wir wieder neue Daten im Internet finden, schauen wir, okay, war dort diese E-Mail-Adresse dabei? Und wenn ja, dann würden wir dann den Kunden auch direkt benachrichtigen und dem eben sagen, okay, hier, das wurde jetzt gefunden, das sieht vielleicht so und so aus, da gibt es mehr Details und bitte mach die und die Handlung. Also wir versuchen da den Kunden auch wiederum mitzunehmen und sagen, uns ein paar Handlungsanweisungen mitzugeben und sagen, okay, bitte handel einfach so und lass es jetzt nicht so stehen, das ist eine Gefahr und ja. Ja, wichtig noch zu sagen für die Community, der Ident-Checker ist bei uns kostenlos. IdentSafe befindet sich in einem Bezahlprodukt, eben meine Schufa Plus Premium-Produkt. Du hattest ja jetzt eben gerade gesprochen darüber, wie Kundinnen bzw. NutzerInnen informiert werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Datenabgleich bei dem Ident-Checker mache und ich sehe da jetzt, es wurden Daten geleakt. Was sollte ich jetzt im besten Fall danach tun?
Genau, also wenn ich tippe ja da meine E-Mail-Adresse ein und mal angenommen, genau, was du eben schon sagst, da gibt es einen Treffer, dann sollte ich auch vorerst mal überlegen, okay, wo habe ich diese E-Mail-Adresse schon verwendet? Also nutze ich die E-Mail-Adresse vielleicht bei Bezahldiensten oder ist das, ne, klar, wird wahrscheinlich eine wichtige E-Mail-Adresse sein, wenn ich sie da überprüfen lasse, aber oder sind das eben so unwichtigere Konten? Falls es sich dann wirklich doch um wichtigere Konten handelt und ich habe die jetzt irgendwo anders auch noch verwendet, wo, wie gesagt, finanzielle Dinge hinterstehen, dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass man überlegt, okay, was habe ich da für ein Passwort, wie sind da meine Sicherheitsmechanismen, habe ich da schon eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, einfach so ein bisschen reflektieren und gucken, okay, was ist da gerade? Und wenn man sich unsicher ist oder im Zweifel, wirklich einfach das Passwort ändern und da nochmal tätig werden und sich da nochmal mit auseinandersetzen und sich da vielleicht sogar einloggen, okay, was gibt es da noch für Sicherheitsmechanismen? Das ist also zwar die Zwei-Faktor-Authentifizierung verbreitet sich ja immer mehr und häufig ist es so, dass eben viele Dienste die mittlerweile auch anbieten und dann kann man da eben nochmal reinschauen und so, okay, ich aktiviere die jetzt auch sogar nochmal, ich habe die jetzt gerade nicht an und sich einfach damit beschäftigen. Also auf gar keinen Fall nichts tun. Also man muss da wirklich mal drüber nachdenken und das ein bisschen reflektieren. Ja, ja. Und du hattest ja gerade eben darüber gesprochen, dass, also was der Ident-Safer und was der Ident-Checker eben kann. Was können die Sachen denn jetzt eben nicht? Also wo kommt man denn damit jetzt an seine Grenze? Ja, also ein wichtiger Punkt auf jeden Fall ist, dass der Ident-Checker oder beziehungsweise auch das andere Produkt, das kann nicht selber handeln. Also das Einzige, was das Produkt kann sozusagen, ist das auf dem Silbertablett präsentieren. Wir haben hier was gefunden, bitte werd aktiv. Nur dieses Aktivwerden, das muss dann die betroffene Person selber machen. Das können wir leider nicht machen. Wir können alles davor machen, aber ab dem Moment muss dann derjenige selber handeln. Ja. Ja. Und da wir ja gerade von einem Moment sprechen, gibt es überhaupt den richtigen Moment, um mit Identitätsschutz anzufangen? Oder sagst du, egal wie alt du bist, egal wann, jetzt wäre es der richtige Zeitpunkt für? Ich würde sagen nicht. Also ich bin immer der Meinung, je früher, desto besser und je früher, desto eher hat man da eine gewisse Prävention einfach. Ja. Hast du nochmal für unsere Community 3 Tipps, um Daten wirklich sicher zu schützen im Internet? Ja, auf jeden Fall. Also einmal das sichere Passwort, dann ganz gerne eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, weil das nochmal so eine größere Hürde ist für Angreifer. Und auch gerne, auch wenn es für viele einfach ein nerviges Thema ist, ein Passwortmanager und auch gerne für jedes Konto ein eigenes Passwort. Ja. Hast du denn Erfahrungen oder vielleicht kannst du ein bisschen verraten, gibt es denn häufige Passwörter, die man am besten nicht nutzen sollte für die Community? Ja, definitiv. Also es gibt so einfache Passwörter, wie zum Beispiel ist ein Klassiker Passwort 1234 oder ja, häufiger auch aufgetaucht Schalke 04 und genau sich da wirklich ein bisschen mit auseinandersetzen und gegebenenfalls sogar einfach das vorgeschlagene Passwort aus dem Passwortmanager nehmen. Also das ist immer der beste Weg. Das muss man sich auch nicht merken, weil man hat ja theoretisch diesen Passwortmanager. Genau. Und wichtig ist auch zu sagen, dass man eben unterschiedliche Passwörter nimmt. Ja. Weil wenn es dann erstmal geleakt wurde. Genau, ich wollte gerade sagen, also wenn man ein Passwort für alle Dienste nutzt und das natürlich abhanden kommt oder das kompromittiert wird, wird man ja meistens auch zu spät benachrichtigt über das Problem oder über die Kompromittierung und dann ist es meistens schon zu spät, weil sich Angreifer schon, weil die Angreifer schon andere Dienste ausprobiert haben, einfach mit dem gleichen Passwort und da schon gegebenenfalls irgendein Schaden entstanden ist, ja. Gibt es denn überhaupt eine klare Erkennung, an der man sagen kann, okay, das ist jetzt eine Fake-Mail oder das ist jetzt ein Phishing-Angriff, den ich da Ja, es ist schwierig, also auch jetzt zuletzt mit den ganzen KI-Modellen und mit der Entwicklung, die da stattgefunden hat, werden eben diese Phishing-Mails immer besser, immer perfekter. Und früher haben wir uns oft auch über die Formulierung so ein bisschen gewundert und da ist es dann meistens irgendwie aufgefallen oder irgendwelche verpixelten Bilder, die dann in die Mail integriert wurden. Aber die sind halt heutzutage alle perfekt und wir schauen oft auch einfach auf den Absender. Also wir gucken, okay, wo kommt die Mail her? Ist das ein authentischer Absender? Passt das mit der Domäne oder mit der Webseite, von der das eben stammen soll, mit dem Unternehmen? Passt das überein? Und einfach da ein bisschen wachsam unterwegs sein, genau, und nicht alles glauben, was man im E-Mail-Postfach findet, ja. Und welche Entwicklung erwartest du selber so in den nächsten Jahren im Bereich Identitätsschutz? Ich denke, dass wir mehr KI-basierte Erkennungssysteme bauen oder Schutzsysteme bauen, einfach um irgendwelche Anomalien zu erkennen und frühzeitig oder Frühwarnsysteme erstellen, die uns eben frühzeitig Bescheid geben, okay, hier ist was im Argen und hier muss was gemacht werden, hier loggen sich zu viele Leute ein und so weiter. Da sind wir auch schon stark dran und ich finde, ganz wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, dass wir mehr Aufklärung und Prävention betreiben. Also einfach nochmal wirklich für die breite Masse das erklärbar machen. Ich finde, es ist sehr schnell so
also man wird sehr schnell überrollt von den technischen Informationen, die man bekommt oder von, ne, was muss ich hier alles machen, so WLAN, verschlüsselt, ja, man weiß das halt nicht. So, und ich finde vor allem deswegen ist es wichtig, relativ früh die Leute aufzuklären und zu erzählen, okay, das sieht so und so aus, einfach die Basics. Ich finde, wir nutzen sehr oft blauäugig irgendwelche Technik, über die wir uns nicht, also bei denen wir uns nicht auskennen, und vertrauen dem blind. Und ich finde, da muss vor allem lieber einmal zu viel aufgeklärt werden, als einmal zu wenig. Ja, absolut. Vor allem, wenn ich jetzt so dran zurückdenke, wie meine Eltern zum Beispiel angefangen haben bezüglich Handynutzung und oder halt eben Computernutzung, wie du schon gesagt hast, blauäugig da irgendwelchen Sachen zu glauben, die dann halt irgendwie per Mail geschickt worden sind oder ähnliches. Aber auch ich selber, die mit dem Ganzen ja groß geworden ist, bin ja nicht davon verschont. Also bestes Beispiel ist ja, wir haben ja von KI gesprochen. Ja. Man ist eben auf den sozialen Netzwerken unterwegs, man kriegt irgendwie ein Video ausgespielt, geht davon aus, es ist echt. Ist es aber in dem Fall nicht, weil es halt irgendwie eine Art Deepfake ist oder halt ein KI-generiertes Video. Richtig. Hast du dann irgendwie nochmal Tipps speziell für Leute, wie man sich mit eben so Themen auseinandersetzt, wo man sich vielleicht Informationen am besten holen kann oder ja eben sein Wissen sozusagen weiter ausbauen kann? Informationen gibt es auf jeden Fall reichlich im Internet, natürlich, aber man muss wirklich drauf gucken, okay, wo kommen die Informationen her, wer hat die gestellt? Und im besten Fall nutzt man wirklich eine offizielle Quelle, wie zum Beispiel die Webseite des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und schaut sich da irgendwelche Broschüren an. Also die haben da auch wirklich viele Informationen hochgeladen und die sind auch eben verlässlich. Ja. Und was glaubst du, wie müsste sich politisch und regulatorisch vor allem ändern, um Verbraucherinnen im besten Fall auch zu schützen? Ich finde, es müsste strengere Regelungen geben für Unternehmen, vor allem auch in der Produktentwicklung. Da ist es immer so ein bisschen schwierig, den Spagat zu finden zwischen, okay, welche Regelungen sind wirklich umsetzbar für Unternehmen, weil es bringt nichts, irgendwelche Regelungen zu erlassen, die Unternehmen schwierig oder kaum umsetzen können. Das macht die Situation nicht besser. Also man muss da wirklich so eine Mitte finden zwischen beiden Seiten, also dem eventuell Betroffenen oder potenziell Betroffenen und dem Unternehmen, was jetzt irgendwie neue Produkte auf den Markt bringt. Und wichtig ist vor allem, dass man sich da auch wirklich genauer mit auseinandersetzt und bevor man irgendwelche Regelungen erlässt, einfach da schaut, okay, was macht Sinn, was macht jetzt gerade keinen Sinn. Ja. Verstehe. Hättest du noch mal 3 Tipps zusammenfassend für eben unsere Community, wie man sich am besten im Internet schützt? Also ich finde vor allem, genau, ein sicheres Passwort hatten wir ja schon. Dann ganz gerne eine 2-Faktor-Authentifizierung. Das ist immer noch eine sehr starke Hürde auf jeden Fall. Und auch wirklich, das ist, ich kann es noch mal wiederholen, diese Wachsamkeit einfach. Wirklich nicht alles glauben, was dort ist. Wirklich immer mit einer gewissen Skepsis ran. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und das hilft im Zweifel dann vor weiteren Schäden. Ja. Ja, cool. Danke dir auf jeden Fall fürs Kommen. Gerne. Und für die ganze Aufklärung. Auch ich habe heute wieder was Neues dazu gelernt. Und genau, wenn ihr noch mehr von unseren Videos sehen wollt, dann folgt uns doch gerne auf TikTok, Instagram und YouTube. Und dort könnt ihr nämlich noch mehr von den ganzen Themen zum Identitätsschutz, Fraud Prevention und unsere ganzen Fraud Fridays eben sehen. Bis zum nächsten Mal.